Hallihallo Typo3 Community. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr nur mit reinem TypoScript und HTML-Kenntnissen Datensätze aus jedweder Tabelle im Frontend anzeigen lassen könnt. Ohne Plugin, ohne PHP-Kenntnisse. Also eigentlich arbeiten, die ein Typo3-Integrator hinbekommen sollte. In diesem Beispiel habe ich mal die News installiert und wir werden jetzt in den nächsten Schritten dann aus dieser News-Tabelle heraus Datensätze auf einer Seite anzeigen lassen. Ich habe hier für die News bereits schon ein paar Datensätze angelegt, auch schon entsprechend übersetzt. Das sind jetzt keine erfundenen Datensätze, das sind jetzt einfach die letzten 3 News, die ich mir von der News-Seite hier Typo3.org geklaut habe. Und hier auf dieser Listenansicht, da wollen wir jetzt gleich die News anzeigen lassen. Die ist momentan noch leer. Und jetzt fangen wir dann mal an mit ein bisschen TypoScript. Ich habe hier, das ist die aktuelle Seite, ganz einfach nur im Content-Elementar rein. Und da arbeiten wir jetzt mit den sogenannten Data-Prozessoren. Data Processing nennt sich das. Docs Typo3.org Reference. Die Data Processing, das ist ein Unterelement von Fluid Template. Properties. Da ist Data Processing. Ist verschoben worden. Da, jawohl, da ist der Data Query Processor. Da würde ich mal sagen, da schnappe ich mir einfach mal ein Beispiel raus und dann adaptiere ich das entsprechend. Von da bis da ungefähr. Page 10. Page 10. Das ist eine blöde Einrückung. Das ist auch nicht gut. Das brauchen wir noch nicht. Brauchen wir auch noch nicht. Tabelle, das ist die TX News Domain Model News. PID in List. Die Datensätze, die befinden sich auf der neuen. Dafür habe ich aber schon was vorbereitet. Und zwar, lass mal gerade gucken. Ich habe hier ein paar Konstanten angelegt. PID of News Storage Page. Dann sollten wir besser mal mit den Konstanten arbeiten. So, dann soll sich das später von der neuen ziehen. Als News Entries nenne ich das jetzt mal. Ja. Schauen wir mal, was passiert. Das ist unser Template von der Seite. Da geben wir mal aus, was wir alles im Frontend erhalten. Und schauen uns das einfach mal an. News Entries, leer. Gut. Das wird natürlich an der Konstante liegen. Halt. Konstanteneditor. So, Storage Page. Das ist die 9. Dann haben wir noch die Detailansicht, das ist die 11. Die Listenansicht weiß ich auswendig. Und ja, hier auf dieser Seite wollen wir hinterher dann auch die News-Datensätze anzeigen. Das ist einfach nur ein Bullshit-Wert. Ich hätte besser als Checkbox machen sollen. Save. So, News Entries. 3 Stück. Wunderbar, das passt ja. Das heißt, er hat hier auch direkt die Sprache schon richtig berücksichtigt. Er zeigt hier nur die aus der Default Language an. Ihr hattet ja gesehen, ich hatte ja 6 Datensätze. Völlig korrekt. Hier zeigt er nur die englischen an. Perfekt. Hat er richtig erkannt. Ja, dann bauen wir doch dafür jetzt mal ein ganz minimalistisches Template dafür.
Würde ich vorschlagen, was machen wir in einer extra Section? Render News Entries. Als erstes mal so eine Überschrift oder sowas. Ich habe noch eine Idee. Hier ist nämlich immer noch so ein Data dazwischen. Man hat also auf der Ebene 0 nie direkt die Datensätze. Diese befinden sich immer in Data drin. Um da besser mit klarzukommen, habe ich da mal eine Idee. Ich mache mir da eine Variable draus. Use Record. Dann ist klar, da sind jetzt die Daten drin. Und hier oben fragen wir ab. Die News Entries. Und übergeben die Variable. So, News Entries. Ein Fehler. Wir haben ja mehrere. Ich muss eine For-Each-Schleife bauen. Jetzt können wir das da reinpacken. Jawohl. Packen wir am besten halt noch den Teaser unten drunter. Mal speichern, mal gucken, was passiert. Ja. Render Section ist korrekt. Render News Entries passt auch. Arguments. So, perfekt. Merkt man direkt, ich habe nicht abgeschrieben. Alles aus dem Kopf. Prima, haben wir schon mal eine Listenansicht. Jetzt müssten wir noch einen Link einfügen auf die Detailansicht. Das machen wir hier drauf. Link Page UID. PID of News Detail Page. So, das müssen wir auch erstmal befüllen. Wir haben ja bisher nur eine Konstante, wo das drin steht. Das ist diese Konstante, das müssen wir auch noch an das Template übergeben. Page.10.settings. PID of News Page gleich. Das könnte funktionieren. Wollen wir nochmal ausprobieren? Ha, so, wir haben einen Link und der Link geht wohin? Nach News List. Das ist noch nicht richtig. Da mussten irgendwie nach News List Detail gehen. Mal gerade prüfen. PID of News Detail Page ist die 11. Das ist die Konstante. Das übergeben wir
ans Template, Settings, PID of News Detail Page und im Template PID of the News Detail Page. Ist auch korrekt. Irgendein Cache-Problem. Da, wunderbar. Detail, passt. Seht ihr unten links. So, jetzt müssen wir noch die News UID übergeben. Also, Arguments. So, jetzt vergesse ich das S auch nicht. Nennen wir die Variable News UID und beziehen die aus News Record UID. So. Der heißt, glaube ich, anders. Moment. Das heißt nicht Arguments, das heißt irgendwie anders. Lass uns mal zusammen gucken. Den View Helper, den finden wir in Link, Page View Helper, Additional Params heißt es. Kriege ich jetzt schneller geöffnet als irgendeine Dokumentation. Additional Params, so, und noch einmal. Hard Reload. Jetzt wird auch mal ein Schuh draus. Perfekt. News UID gleich 1, unten links seht ihr das, UID 2, UID 3. Wunderbar. Dann klicken wir mal auf einen drauf. Da passiert jetzt noch nicht sehr viel. Da habe ich auch ein Template drauf gemacht auf News Detail. Nur hier wollen wir nicht die Liste anzeigen lassen, sondern hier wollen wir jetzt die Detailansicht anzeigen lassen. Er zeigt es immer noch an. Das liegt jetzt daran an dem fehlenden if. Was macht er denn hier? Wir wollen diese Variable, diese News Entries, nur hinzufügen, wenn diese konstante Show News aktiv ist. Mal gerade gucken, wie ist die? Show News List View. Also if is true, speichern. Aha, jetzt ist weg. Perfekt. Und wenn ich zurückgehe, funktioniert noch. Ja, super. Kommen wir der Sache doch schon mal näher. Dann können wir jetzt hier an der Stelle ungefähr das gleiche nochmal aufbauen, nur speziell für die News-Detailansicht. Bauen wir einen weiteren Data Processing rein. Diesmal if is true, show news detail view. Auch wieder für die Tabelle News, aber diesmal nicht PID in List. Ja doch, PID in List schon, aber wir müssen jetzt angeben, welche. UID in List gleich, das geht nicht. Data heißt das. Data gleich get, GP steht für get post, also aus dem Request heraus brauchen wir jetzt die News UID. Und bevor mir irgendwelche Security-Leute sagen, dass das hier alle Kacke ist, was ich mache, ja, int val 1. So, damit wird alles, was irgendwie in News UID, in den Get-Parameter reingepackt wird, ob das jetzt ein Text ist, ob die das jetzt injekten oder sonst irgendwas, das wird daraus definitiv eine Zahl gemacht. So, dann kann mir jemand nicht mein SQL kaputt machen. So. Das ist jetzt mal nicht Entries, sondern nur Entry. Wir wollen ja nur einen einzigen anzeigen lassen. Ja, gehen wir mal gucken, was passiert. Data. Halt, das ist der falsche. Die Variable ist nicht hinzugefügt worden. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Wo ist mein Denkfehler?
If is true, passt. Der ist auf dieser Seite, ist der 1. Das passt auch. Das ist die richtige Seite. Halt, da will ich nicht hin. News UID. Habe ich doch aber richtig gemacht im Template, oder? Ja, vielleicht sollte ich es auch mal rendern, wäre ja auch mal eine Idee, ne? News Entry, Render News Entry, News Entry. Ja, trotzdem. Da gibt es das da oben ja aus. Sowas brauchen wir. Kopieren. Den Fehler habe ich damit noch nicht behoben. Schaue ich mir gleich an. For each brauche ich nicht mehr. Einen Link brauchen wir auch nicht mehr. News. News Record. News Entry. Punkt. Data. Ja. Aber immer noch die Frage, warum mag er uns nicht? UID in List ist korrekt. Ich schmeiße das mal temporär raus. So, News Entry ist da. Das heißt, auch die Condition funktioniert. Die Frage ist jetzt, warum ist er leer? Das heißt, er hat den nicht gefunden. News UID. Er hat ein Problem mit der Konstante. Mal zu bezweifeln, hat auch oben funktioniert. Ich bin gerade irritiert. Machen wir mal die Konstante. Geht doch. Keine Ahnung, habe ich vielleicht mal irgendwo einen Cache leer und vergessen. News Entry ist da, wunderbar. Und da sieht man, auch wenn ich nur einen einzigen Datensatz zurückgeben will, das können wir auch noch mal eben machen. Max gleich 1. Es wird trotzdem immer so getan, als könnte er mehrere zurückliefern. Und deshalb muss ich hier mal auf die 0 prüfen. Das habe ich dann hier drüben gemacht. Aber ich hole mir dann tatsächlich hier den ersten Datensatz, den er gefunden hat, die 0, und hole mir auch direkt das Data davon. Ne? Data, und da ist dann der tatsächliche Record drin. So, und mit News Record Title, News Record Teaser kriegen wir dann zumindest schon mal unsere Detailansicht. Dann wäre es auch ganz gut, wenn wir jetzt hier in diese Detailansicht noch ein Bild einpflegen. Und dazu strukturiere ich das mal ein bisschen was um. Und ich packe das mal so rechts neben den Teaser. Div Class. Oh, nehmen wir 9. Da packen wir jetzt unseren Teaser rein. Und da packen wir das Bild rein. So,
Bild, ich glaube, das heißt beim Georg irgendwie File Media. Ja, da steht jetzt nur die Anzahl der Bilder drin. Mit der Zahl kann ich überhaupt nichts anfangen. Da bemühen wir jetzt mal einen weiteren Dataprozessor und fügen mal die Bilder noch mit hinzu. Dazu gibt es den File-Prozessor, Files-Prozessor, sorry, mein Fehler. Das S darf nicht vergessen werden. Files-Prozessor. Wir hatten noch eine schöne Idee, kann ich kopieren. Wir hatten das ja gerade eben. Da ist mit der Files-Prozessor schon drin, da wollte er nicht alle schreiben. Yep, und das Feld heißt File Media. Und das geben wir als Variable Images aus. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob das auf Anhieb funktioniert. Wäre schön. Use Entry. Wow, Images. Und hat tatsächlich ein Bild gefunden. Perfekt. Images, Mehrzahl, alles klar. Da müssen wir erstmal wieder eine Schleife bauen. Halt nicht nur Images, das heißt News Entry 0 Images, ne? Mal gucken. News Entry 0 Images. Ach, was mache ich denn? S Image. Halt Image. Danke. So. Wie soll das aussehen? Ich habe hier irgendwo so ein Bootstrap drin. Get Bootstrap. Docs. Content. Ich kann das nicht auswendig, seid mir nicht böse. So, irgendwie sowas will ich haben. Das Image bauen wir uns selber mit F. Image. Height 300. Nehmen wir die Klasse noch mit von hier unten. Dann kann das weg. Eine Fig Caption. Da prüfe ich vorher ab, ob es überhaupt eine Description gibt. Image Description. Speichern. Dann gehen wir mal gucken, ob das funktioniert. Boah, auf Anhieb. Wie geil ist das denn? Und die Description funktioniert auch. Burner. Geil. So. Ja. Coole Sache. So wächst die News. In den Datensätzen habe ich auch noch Kategorien mit angegeben. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir die Kategorien auch noch ausgegeben kriegen. Weil dann wird das Video wieder länger, ne? Ja, müsst ihr jetzt durch. Bevor das jetzt zu lange dauert, da habe ich schon ein bisschen was vorbereitet. Kopiere ich mir das einfach mal raus. Das ist der Files-Prozessor, den hatten wir schon. Das wäre dieser Part. Da baue ich mir jetzt praktisch eine Unterabfrage rein. Also das ist ja jetzt nur die Abfrage auf die News. Und jetzt machen wir praktisch so eine Art Join auf die Kategorie. So,
Also wir möchten jetzt wieder noch zusätzlich die Kategorie haben. Bei mir liegen die Kategorien auf der PID auf Root, auf 0. Wir machen einen Left Join auf die Kategorie Record MM. Darüber werden die ganzen Relationen aufgebaut und sagen, die UID der Kategorie soll mit der UID Local von dieser gejointen Tabelle übereinstimmen. Und dann kommen noch so ein paar Specials hinzu. Ja, bitte nur die Tabelle News betreffen und bitte nur die dem Feldnamen Categories entsprechen. Und dann könnt ihr hier drüben mit Field Doppelpunkt UID auf die UID dieser Ursprungsdatenbankabfrage zugreifen und setzt das auf UID Foreign. Dann bekommt ihr in diese Variable Categories alle Kategorien, die diesem News-Datensatz zugeordnet sind. Da habe ich aber schon mal ein Video zu gemacht, müssen wir mal ein bisschen suchen, vielleicht verlinke ich das auch unten in der Beschreibung. Und das schauen wir uns jetzt mal wieder an, ob das funktioniert hat. News. Ja, hat irgendwie nicht funktioniert, ne? Mal Clear Cache, mal nicht. Ha, Categories. Auch hier wieder Mehrzahl, müssen wir also wieder for each machen. Irgendwo gibt es einen Title. Ja, wunderbar, da ist die Kategorie. Da habe ich ein Template schon dafür vorbereitet. Das packe ich direkt unter den Titel. Also wenn er Kategorien hat, dann gibt die Kategorie entsprechend aus mit dem Titel. Klappt ja wieder super, ne? Habe ich falsch kopiert. News Record. Halt vorsichtig, das heißt News Entry. Null Categories. News Entry. 0 Categories. Nochmal. Ja, so ist das. Reload. Ja, wunderbar. Bicycle hat da funktioniert. Probieren wir das mit der nächsten News aus. Und es funktioniert sogar mit mehreren. Jetzt zeige ich euch noch was. In der News habe ich nämlich gesagt, wie ihr seht, das ist ja die gleiche News, nur einmal übersetzt, habe ich hier aber ein anderes Bild verwendet. Ja, also in der Standardsprache, das mit diesen Bergen und hier, keine Ahnung, irgendwas mit Wasser, Ball, keine Ahnung, was das ist. Wollen wir mal gucken, ob der das auch mehrsprachig hinkriegt. Na, welche News war das? LTS, die hier. Da ist das mit dem Berg, perfekt. Und die englische News heißt wie? Quatsch, die deutsche. Nachrichtenlistenansicht habe ich das genannt. Und perfekt, sogar das Bild. Diejenigen, die schon länger mit Typo3 arbeiten, kennen das Problem vielleicht noch. Das war ein mega Problem in Typo3 6, 7, 8 und sowas. Ich glaube, irgendwo in 9 ist das dann mal gelöst worden. Da hat nämlich in den übersetzten Datensätzen immer die Bilder der Standardsprache angezeigt. Aber hätte man das früher schon mit diesen Dataprozessoren gebaut, hättet ihr das Problem gar nicht gehabt. Damit hättet ihr es umgehen können. Also von daher, das finde ich schon mal eine geniale Geschichte, dass das von Haus aus schon funktioniert. Ich schmeiße mal oben mal das Debug weg, weil ich möchte euch da noch was zeigen, welchen Vorteil ihr dadurch habt. Das passt mal auf. Wir lernen mal eben hier alle Caches und machen hier jetzt einen Hard Reload und der ist in 350 Millisekunden fertig. Und genau diese Detailansicht machen wir jetzt mal mit der News.
Das ist auch ein Bild. Flash, Flash und hier ein Hard Reload. Und das hat fast eine Sekunde gedauert. Ich mache das nochmal. Bei meinen vorherigen Tests war das immer irgendwo so bei 500. Nicht, dass wir hier unfair sind. Nö, kann ich nicht ändern. 970. Ich meine, das ist ja mal ein gewaltiger Unterschied, ne? Das ist über eine halbe Sekunde schneller, wenn wir solche Datensätze mit Hilfe von Dataprozessoren direkt ausgeben. Müsst ihr wissen, jetzt habt ihr auf jeden Fall was. Kein PHP, kein nichts. Das kann jeder Integrator, wenn der keinen Bock hat, irgendwie auf Plugins, Co. und Tralala. Viel Spaß damit. Macht mal einen Daumen hoch. War mal wieder ein längeres Video. Schönes Wochenende. Ich bin raus.